letzten 4 Monate waren sehr intensiv. Von der Planung bis zur Vorbereitung bis zum Dreh ist so einiges passiert. Hey, hey, hey. So, wo fangen wir an? Angefangen hat alles im Flugzeug zurück aus Malta. Ich habe Musik gehört, habe über Verschiedenes nachgedacht und hatte aus dem Nichts eine Idee. Wie wäre es, alle möglichen Sportarten, die es so gibt, mit dem Bike nachzumachen? Ich habe noch im Flugzeug angefangen zu brainstormen und habe mir alle Ideen, die mir dazu eingefallen sind, direkt aufgeschrieben und habe schon da gemerkt, das wird das Thema für den nächsten Film. Wieder zurück in Berlin habe ich mich direkt an die Arbeit gemacht und habe die ganze Story und die ganze Idee mal komplett durchgedacht. Ich habe mir die Storyline aufgeschrieben, ich habe mir das Ausmaß des Projektes mal so vor Augen geführt und habe gemerkt, das kann klappen. Hallo. Hallo. Selbstverständlich kann man einen Film nicht ohne einen guten Kameramann umsetzen. Ich bin Moritz Staute. Ich bin der Kameramann für Copy and Paste. Scheiße. Ich nehme an, das hat so einen ähnlichen Style wie die Musik. Viel alles, wenn auch viele Leute dabei sind, viele Situationen. Frontflip ins Wasser ist einfach ein cooles Bild und so. Ich war richtig froh, als Tim auf mich zugekommen ist mit der Idee, weil wenn wir das gerade in Berlin, gerade im Sommer geil umsetzen können, da diese ganzen verschiedenen Sportarten mit reinbringen können und auch irgendwie diesen Berliner Sommer mit einfangen können, das wird geil. Zuallererst haben wir uns auf Location-Suche gemacht. Dankeschön. Gerne. Und gute Locations gibt es viele in Berlin. Nochmal so eine Fahrszene. Belästigst du den Mann? Ich filme seinen Hintern. Wir sind hier übrigens am Berlin-Alexanderplatz, wie man unschwer erkennen kann. Sehr viele Leute, sehr viel los wie immer. Aber genau richtig für unseren Film, weil einfach viel passiert und viele gute Szenen dabei sind. Nachdem wir die meisten unserer Locations gefunden haben, habe ich noch mal ein paar Ideen mit dem Bike ausgetestet. Und dann war es soweit. Es ist der erste Drehtag von Copy and Paste. Ich bin gerade auf dem Weg zu Moritz und dann fahren wir weiter zu unserer ersten Location. Ja, es ist richtig gutes Wetter, es hat alles gut funktioniert mit der Planung heute. Es waren sehr harte letzte Tage, die ganzen Drehpläne zu erstellen, die ganzen Filme durchzuplanen und so. War nicht ganz easy, aber ich bin motiviert, wir sind gut vorbereitet, denke ich. Ja, ich glaube, es wird ein geiler erster Drehtag. Let's go! Hallo? Hallo, hallo, jojo, ich bin da. Ich stelle mir nur gerade vor, wenn jetzt jemand anderes da rauskommt, wie das hier aussieht. Ich hocke hier so auf der Straße. War synchron auch. Also wir sind hier heute bei dem Neuen Ufer Sportpark hier in Berlin Mitte sind wir. Charlottenburg, weiß ich nicht. Wir drehen hier heute die Parkour- und die Bodybuilding-Szene mit den Kollegen hier hinter mir. Jetzt springt Dennis gleich den Flip ganz knapp vor mir und dann sehen wir weiter, dass wir zu Bodybuilding übergehen, was dort hinten gefilmt wird. Das ist so schön. Wir sind eine professionelle Produktion. Wer es glaubt. Und dann wurde es ernst. Ich hoffe, ich ziehe durch. Vielleicht nicht. Die Idee für Parkour war es, einen Flip über den Lenker zu springen und dann weiter in so eine Akro-Parkour-Line überzugehen. Ich habe mich auch dafür vorbereitet, weil ich wusste, das wird etwas Überwindung kosten. Are you ready? Ja. Okay.
Aber schon der zweite hat echt gut funktioniert. Parcours? Check. Was wollte er uns damit sagen? Die Line geht quasi wie so eine Schnecke. Von da los, mir entgegenlaufen. Wobei es aber auch schon geil aussieht, ne, mit dieser Nationalgalerie. Wir sind hier an der neuen Nationalgalerie in Berlin, ein sehr bekannter Flatland-Spot hier in Berlin. Und hier möchten wir die Street-Flatland-Mix-Szene drehen. Das heißt, ich werde eine kleine Streetline fahren, nichts allzu krasses, aber weiter in Flatland gehen. Das heißt, es ist so ein kleiner Mix von beiden. Mal sehen, ob es klappt. Ich habe es noch nie probiert. Es wird jetzt ein paar Versuche brauchen, aber ich bin optimistisch. Let's try! Every time you leave alive, I just can't wait. Also wir beginnen mal meine kleine Practice mit dem Hang Five, dass ich hier runter droppe. Das habe ich noch nie gemacht. Das sind ungefähr 30, 40 cm, keine Ahnung. Erstmal das aus dem Weg schaffen, dieser Drop, und dann geht's weiter. Let's try! I just have to know. I want you to stay, honey. I want you to stay. I want you to stay, honey. I want you to stay. Also der Drop hat geklappt. Jetzt würde ich einmal sagen, wir testen die komplette Line, also Bunny Hop hoch to Manual, Hop in den Hang Five und runter droppen. Nochmal als Combo. Let's go. Da geht's los. What this could be. Der hat mir aber doch schon so einiges abverlangt. Every time you smile, you know, take me away. There's something I could say, well, hey, I'd say it right here. Every time I leave, I think of your face. Das heißt, Freunde, ich kann nicht umdrehen. I know this love ain't a race. I want you to stay, honey, I want you to stay. Und dann habe ich ihn geknackt. I'd say it right here. Every time I leave, I think of your face. Baby, I know this love ain't a race. I want you to stay, honey. Also, richtig geil. Nach 50 Versuchen, sagen wir ungefähr, können wir dann nochmal im Counter nachzählen. Ich glaube, 50 Versuche waren es, wir haben es endlich geschafft. Richtig geiler Shot, voll geile Situation mit den Krähen da im Hintergrund, richtig geil. Mit dem hören wir heute auf, wir gehen jetzt nach Hause feiern, oder? Oder nicht? Ja. Das ist hier nicht. Eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film war auf jeden Fall Monowheel. Nicht nur, weil es an sich schon ultra viel Spaß macht, sondern weil dieses Ding auch richtig viel Power hat. Ja. Hilfe, um Gottes Willen! Ah, Hilfe! Komm! Also wir sind hier im Tempelhofer Feld, auf dem Tempelhofer Feld, und haben von Max Blinker einen Monowheel zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist von InMotion der Challenger V13. Der kann angeblich 140 km/h fahren. Wir haben es jetzt noch nicht so weit ausprobiert. Ich bin bis 50 km/h schon einmal lang gebrettert. Jetzt probieren wir ihn einmal aus für den Dreh. Auf geht's. Yes, yes, 47. Ja, meine Mama war auch dabei.
Bitte? Aber gut, ich musste das Monowheel als nächstes irgendwie mit meinem Bike nachmachen. Ein Transformers-Netzfahrer. Und bis auf ein paar Startschwierigkeiten hat es auch echt gut funktioniert. Aber dann kam da die Treppe. Das Problem war, dass die Packs sich drehen. Wenn man also draufsteht, kann es jederzeit wegflutschen, da ist kein Grip. Jede Treppenstufe oder zu starke Bewegung bedeutete Flutschgefahr. Aber irgendwann war es dann endlich soweit. Okay, wir sind hier in der Artistenhalle in Berlin. Das ist meine alte Schule und von den beiden Kollegen auch. Wir haben hier heute meine langjährigen Freunde Oskar und Janis dabei. Seit über 10 Jahren kennen wir uns. Auf jeden Fall wollen wir heute den Backflip springen. Aber es ist eine große mentale Barriere, diesen Backflip hier zu springen. Ich bin ungefähr 10-mal einen Backflip über eine Rampe gesprungen. Aber das hier ist schon nochmal was ganz anderes. Die Trampolinszene hat mich sehr nervös gemacht. Ich bin ja ursprünglich Flatlander und deshalb ganz andere Bewegungsabläufe gewohnt als Backflips. Soweit ich weiß, gibt es nur 2 Menschen, die den Backflip auf dem Bike, auf dem Trampolin vor mir gemacht haben. Es gibt einmal Ryan Williams, der war der Erste auf dem BMX, und Fabio Wittmer mit dem Tri-Bike. Das heißt, vielleicht bin ich der Dritte weltweit und der Zweite auf dem BMX. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, vielleicht hat ihn auch schon irgendjemand gemacht, ohne es zu filmen. Das weiß ich nicht. So oder so, ich würde sagen, ich packe mir jetzt meine Protektoren an. Wir machen alles sicher und versuchen die ersten Tries. Let's go! Natürlich habe ich das nicht aus dem Nichts versucht. Ich bin vorher zur Location gefahren und habe mich versucht, ans Trampolin zu gewöhnen. Hinter mir steht das Trampolin, was wahrscheinlich auch im Film nachher vorkommen wird. Ich werde jetzt mal ein paar Sachen ausprobieren, weil ich gar kein Gefühl habe auf dem Trampolin. Ich habe noch nie darauf irgendwas gemacht. Mit einem Bike natürlich. Deswegen sehen wir jetzt mal, was los ist. Mega stranges Gefühl, man hat gar kein Gefühl fürs Bike. Das ist ganz was anderes, als ohne Fahrrad drauf zu springen. Ich muss mal gucken, ob es da nicht doch mehr Sinn macht, so ein Trampbike nochmal auszuprobieren. Aber das möchte ich mir erstmal bauen, deswegen Habe ich mir eins gebaut. So, das ist das gute Ding. Ja, ich weiß nicht, ob es ein bisschen übertrieben ist, die ganzen Produktionen, aber irgendwie für mein Gefühl ist es, fühlt sich sicherer an für die ersten Versuche. Den Lenker tapen, dass er sich nicht die Zähne hier dran aufbeißt, sagen wir mal. Und dass wir sicher bleiben bei den ersten Versuchen. Ich weiß gar nicht, ob er das dann auch original so haben will. Werden wir sehen, aber Safety first. Als nächste Operation haben wir einen ganz speziellen Plan. Und zwar baue ich einen Sackschutz und werde mir jetzt mein Handtuch einfach in die Hose stecken. Also mache ich sonst auch immer, aber jetzt für den Backflip. Manchmal laufe ich so zu Hause einfach rum. Geil, oder? Sieht aber aus wie so Opas. Manche Opas haben doch so einen dicke Hüfte, meine ich natürlich. Game on. Game on. Let's go!
Lassen wir es drauf ankommen. Ziemlich geil, finde ich. Ich bin ultra stoked, dass es geklappt hat. Es war wirklich eigentlich der Angsttrick von dem ganzen Projekt und jetzt hat es einfach funktioniert. Wir werden mal in den Aufnahmen nachher gucken, was es für Shots geworden sind, aber ich bin ziemlich sicher, es sind alle 3 Perspektiven ziemlich geil. Wir haben ja noch mit der Drohne gefilmt und ja, das war's von der Trampolinszene. Ich bin stoked. Weiter geht's. Okay. Wir fahren jetzt zur Ballettschule, das ist meine alte Schule. Wir haben den Theatersaal organisiert, das ist der Veranstaltungssaal aus der Schule. Und jetzt haben wir uns 5 Tänzerinnen geholt, die dort supporten für die ganze Szene und ja, so läuft's. Das ist echt voll der Schmuck. Prost. Sagt man da Prost beim Kaffee? Ich glaube nicht. Man sagt Enchanté, sagt man bei Wein. Enchanté. Die Verbindung von Flatland und Ballett ist offensichtlich. Beide Disziplinen bestehen aus vielen Drehungen, erfordern viel Balancegefühl und sehen aus wie ein Tanz, beziehungsweise sind ein Tanz. Für Ballett musste also eine Flatland-Kombo her. Und da ich mich gut vorbereitet habe, war die Szene auch echt schnell im Kasten. It's a rap, it's a rap. Das ist wunderschön. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. So, wir drehen heute die Hürdenlaufszene. Wir sind hier am Ernst-Reuter-Stadion. Wir haben hier diese Anlage zur Verfügung gestellt bekommen, haben jetzt insgesamt 20 Hürden aufgereiht. Und die Idee ist jetzt, dass wir in einer Viererreihe quasi parallel rüberspringen. Nichts allzu Schweres, ist trotzdem ein cooles Bild, deswegen wird es heute gedreht. Von den Szenen her ist an dem Tag auch gar nicht allzu viel Außergewöhnliches passiert. Wir haben die Establisher-Szenen gedreht, ein paar B-Rolls, die Hürdensprünge aus verschiedenen Perspektiven, manchmal gefailt, aber alles ganz normal. Hinter den Kulissen war die Situation aber eine etwas andere. Hallo! Hi, wir machen Sport. Ja, aber nicht Cool. so gut auch. Kommt, Jungs. Könnte alles mal dir gehören. Dein Reich, Simba. Gleich mit Pommes. Habt ihr Lust auf Pommes? Ja, Mann. Pommes. Oh. Bist du nicht der gleiche wie vom Parcours? Nee. Okay, seid ihr bereit? Bei Set guckt ihr hoch. Bereit? Ready? Dennis bei Set. Aber was soll ich sagen? Am Ende hat ja doch alles ganz gut funktioniert. Ich glaube, die Turnszene war die anstrengendste Szene vom ganzen Film. Ich war sowieso schon müde von dem Backflip vorher, aber jede einzelne Bewegung war auch wirklich anstrengend. Das hätte ich ohne die Vorbereitung vorher gar nicht schaffen können. Ich musste die Tonelemente für die Szene erstmal erlernen. Also hauptsächlich die Kraft dafür aufbauen, aber auch die richtige Technik herausfinden. Aber es nur zu schaffen ist das eine. Es irgendwie gut aussehen zu lassen, ist eine ganz andere Sache. Und dann war da noch das Schleudern.
Alles gemeinsam, sauber, schnell und an einem Stück musste für den Dreh sitzen. Und das hat gut funktioniert. Jetzt ab in die Grube. I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell 'em I love you. You wanna be a boss, do it like I do. Yeah. Get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. You now rockin' with the best. Okay, wir sind hier am Reichstag in Berlin. Sehr, sehr schöner Spot, sehr bekannt in Berlin. Ziel ist es hier, die Bikeflip-Kombo zu filmen, wo ich mich im Parkhaus schon sehr gut darauf vorbereitet habe. Ich bin sehr optimistisch, dass es hier klappt, wenn wir nicht vorher weggeschickt werden. Der Untergrund ist sehr entscheidend für Flatland. Nur weil man eine Combo am Trainingsspot gut beherrscht, heißt es nicht, dass man es direkt überall machen kann. Aber die größte Herausforderung war auf jeden Fall der Bikeflip selber. Ohne jetzt zu tief in Flatland-Theorie einsteigen zu wollen, aber es gibt sehr viele Sachen, auf die man gleichzeitig achten muss, damit man ihn schaffen kann. Es kann beim 3. Versuch funktionieren oder beim 100. oder beim 1000. oder beim 5000. Aber wie es bei allen Dingen so ist, wenn man lang genug dran bleibt, wird es irgendwann klappen. Das war die Bikeflip-Kombo. Tschüss. So. Vielen Dank für den Support, Kunstform. Ich liebe dich, Daniel. Du hilfst uns sehr. Dankeschön. Das hätten wir noch für Bodybuilding gebraucht. Wir sind hier am Gleisdreieckpark immer noch. Ich übe jetzt meine Outro-Szene für den Film. Der Plan ist, einen Handstand auf dem Bike zu machen und dann einen Handstand-Drop ins Abrollen zu machen. Ich habe ein bisschen Angst um meine sensiblen, feinen Handgelenke, deswegen übe ich jetzt einmal hier auf dem Rasen, um es dann hier auf dem harten Boden zu machen. Das ist doch das gleiche, oder? Das war doch gleiche Höhe. Ja, voll. Aber das ist hart, oder? Wird hart, glaube ich auch. Tut weh ein bisschen, aber einmal kann man den machen. Aber schön. Geil.
So, wir sind immer noch auf der Suche nach einer Location für das Turmspringen, was eine ziemlich große Highlight-Szene aus dem Film ausmachen sollte. Leider haben alle möglichen Schwimmbäder die ganze Zeit abgesagt, weil die Angst haben um ihr Becken. Die meisten Strandbäder haben auch ein bisschen Angst um ihren See, weil da Öl auslaufen kann vom Fahrrad oder so, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber jetzt haben wir trotzdem eine Option gefunden, das ist das Seebad Friedrichshagen, wo ich jetzt mal anrufe und nachfrage, ob das möglich wäre, da mit dem Fahrrad reinzuspringen. Das klingt immer so absurd, wenn man das denen erklären muss, aber es wird schon. Hier ist Tim Höfel, hallo. Ich bin BMX-Fahrer und bin auf der Suche nach einem Sprungturm. Da wäre die Idee quasi vom Dreier oder vom Fünfer mit dem BMX ins Wasser zu springen. Wäre das möglich? Gut, vielen, vielen Dank, dann schreibe ich eine Mail. Dankeschön, ciao. Gar nicht schlecht, er war nicht abgeneigt. Ziemlich geil, er meinte, es ist grundsätzlich möglich, am Dienstag zu filmen. Wir haben heute Freitag, was haben wir heute? Freitag, das heißt Samstag, Sonntag, Montag und dann können wir es schon drehen. Das wäre geil, let's go, peace. Jetzt musste ich nur noch schnell einen Frontflip lernen. Ich habe mich zuerst mit dem Trampbike an die Vorwärtsbewegung herangetastet. Danach musste ich herausfinden, wie das Bike auch mitkommt, damit ich den Flip nicht alleine mache. Und als letztes musste er sich auch noch irgendwie sicher anfühlen bis zum nächsten Tag. An dieser Stelle habe ich mich auch wirklich sicher und gut vorbereitet gefühlt. Da hätte ich nicht gedacht, dass später noch sowas kommt. So, wie ist das für der Filmstand? Am Tag des Drehs war eigentlich alles ganz gut. Es war windig, ein bisschen kalt, aber das ging schon. Sicher voll fahren. Ich musste mich zuerst einmal an das Gefühl gewöhnen, mit dem Fahrrad ins Wasser zu springen, weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Nee, das ist gar nichts. Nicht tief, Ja, okay. aber man kann schon mal reinspringen. Ja. Schaffst du. Das ist schon ein Unterschied, ne? Mit nassen Klamotten. Let's try. Geil. Erste Jump. Ja. Scheiße, deine Rücken. Fazit, sieht gut aus, funktioniert. Fühlt sich weird an, irgendwie was unter sich zu haben im Wasser, was man irgendwie mit hochbringen muss wieder. Aber wird auf jeden Fall funktionieren. Also ging es ab auf den Turm. Geil. Ja, aber gut. Hat sich besser angefühlt als gedacht. Ganz entspannt. Nur der Flip, der Struggle. Ich glaube, ich bin das letzte Mal vom 5-Meter-Turm gesprungen, wo ich 15 war. Das war vor 7 Jahren. Ich musste mich also tatsächlich erstmal wieder daran gewöhnen, überhaupt vom 5er zu springen, also auch ohne Bike. Als nächstes habe ich den Frontflip visualisiert. Das heißt, sich den Trick ganz genau vorzustellen, dass das Gehirn die Möglichkeit bekommt, sich den Bewegungsablauf ganz genau vorzustellen und einzuprägen. Dem Gehirn ist es tatsächlich egal, ob man den Trick wirklich macht oder ihn sich nur vorstellt. Das findet so ein ähnlicher Gewöhnungsprozess im Gehirn statt. Aber wirklich machen muss man ihn trotzdem irgendwann. Ich glaube, man hat gemerkt, dass Anspannung in der Luft lag. Ich bin sehr, sehr ruhig geworden und bin immer wieder im Kopf durchgegangen, was ich gleich machen werde. So sehr ich es auch wollte, mein Kopf hat es einfach nicht zugelassen. Hey, es tut mir mega leid, ich bin jedes Mal wirklich richtig kurz davor. Und dann kommt irgendein Gedanke dazwischen, der mich rausbringt und ich fühle mich schon wieder nicht sicher. Das ist richtig abfuck, Mann. Ich habe wirklich Schiss, das ist der einzige Grund, ich habe Schiss. Sorry. Du warst doch zu lange da oben. Ich weiß, das ist irgendwann... Wirklich, da achtet man auf alles. Dann tut man irgendwas falsch und dann... Fuck, Mann, ey, es tut mir voll leid, es muss heute passieren, es wird geschehen. Es wird geschehen. Alles auf Anfang, kurz visualisieren und runter da.
gebraucht. Und nach 45 Minuten Kampf mit mir selber habe ich es endlich gemacht. Es war einfach Kopf aus und runter dann. Und nachdem ich es endlich geschafft habe, habe ich es auch gleich nochmal gemacht. Ja, Mann! Geil! Willst du noch ein paar Mal machen? Runde 2. Jetzt bin ich dran, oder? Ey, unglaublich. Ich habe bestimmt, wie lange? 45 Minuten gebraucht, um mich zu überwinden. Ich habe mich deshalb gerade dazu entschieden, den einfach jetzt nochmal zu machen, einfach für mich, für meine Sicherheit. Und ganz ehrlich, ich würde den jetzt noch 10-mal machen, weil es ist einfach eine mentale Barriere. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Man macht sich nur ständig Gedanken über irgendwas, was alles passieren könnte, woran man denken muss, woran man nicht denken sollte. Einfach auf den Trick fokussieren und machen. Das ist es. Ist geschafft! Geil, geil, geil. Nice. Und so kommt auch dieses Projekt zu einem Ende und ich bin wirklich so unfassbar stolz drauf, was daraus geworden ist. Ich bin wirklich so dankbar für alle Unterstützer des Projekts, für alle Partner, für alle Sponsoren, für alle Locations, die Talents, die wirklich ja zu unmenschlichen Uhrzeiten teilweise vor Ort waren und bereit waren. Alle, die irgendwie versucht haben zu unterstützen, meine Freunde, meine Familie, die auch teilweise mit dem Film zu sehen waren, wirklich alle. Sagt man ja immer so, aber hier ist es wirklich so, ohne die alle wäre das einfach nicht möglich gewesen. Wir konnten ein Projekt diesen Ausmaßes einfach umsetzen, ohne großen Sponsor, ohne großes Filmteam, ohne große Produktionsfirma, einfach weil alle irgendwie bereit waren zu unterstützen. Und das ist das Mindeste, was ich tun kann, wirklich ernst gemeint, Danke zu sagen. Und zuletzt auch nochmal wirklich Danke an euch alle, die sich den Film und das Making-of angesehen haben. Wir haben wirklich extrem viel Spaß, das alles zu produzieren und freuen uns auf viele weitere Projekte, was nur mit euch gemeinsam möglich ist. Also wirklich Danke. So, jetzt ist alles gesagt. Vielen Dank, haut rein, bis bald. Peace. Yeah!